Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zu eurer täglichen Dosis Real Madrid. Und auch heute habe ich ein vollgepacktes Video für euch. Auf der einen Seite unterhalten wir uns über einen der Hauptprotagonisten 2025. Und ich muss ehrlich zugeben, es kommt auf diesem Kanal viel zu wenig über ihn, nämlich Thibaut Courtois. Der hat 2025 als einer der einzigen Spieler wirklich überzeugt und er hat Zahlen dargelassen, die unglaublich sind. Was da los ist, schauen wir uns zusammen an. Dann hat sich jemand zu Wort gemeldet, der es nicht sehr häufig tut, aber wenn er es tut, um sich über Real Madrid zu äußern, dann sollte man zuhören und ich teile sehr oft seine Meinung, nämlich Toni Kroos. Er hat seine Einschätzung zur Situation von Xabi Alonso gegeben. Das hören wir uns zusammen an. Und zu guter Letzt, wird Real Madrid ausgenutzt? Wir unterhalten uns über die Transfergerüchte rund um die Königlichen und dabei wurden Real Madrid 3 Spieler angeboten, die alle 3 sehr interessant sind, aber alle 3 wurden von Real Madrid abgelehnt. Wer das ist, warum das so ist, etc. erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, für viele von euch, von uns startet heute der Ernst des Lebens und ihr teilt das Schicksal mit Real Madrid. Denn unsere Spieler haben heute Trainingsauftakt. Heute um 16 Uhr das erste Training nach den Weihnachtsferien. Unsere Jungs bereiten sich vor auf das Spiel am Sonntag um 16:15 Uhr zu Hause gegen Betis Sevilla. Und ich kann euch so viel verraten, wenn wir Betis Sevilla die gleichen Chancen anbieten, die gleichen Räume wie dem FC Sevilla, dann erleben wir am Ende ein anderes Ergebnis. Betis Sevilla deutlich stärker in dieser Saison. Ich hoffe, dass unsere Jungs ein bisschen über die Weihnachtstage den Tank aufladen konnten und gegen Betis Sevilla ein anderes Gesicht zeigen. Ja, jemand, der kein anderes Gesicht zeigen muss und hoffentlich nicht so viel zeigen muss wie gegen den FC Sevilla, ist unser Torhüter Thibaut Courtois. Immer wieder sage ich, für mich der Beste, der jemals zwischen den Pfosten stand. Für mich der beste Torhüter aller Zeiten. Ich weiß, das ist für viele ein Hot-Take, für mich inzwischen nicht mehr. Was diese herausgefunden, die ihn zum besten Torhüter des Jahres 2025 machen. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Courtois, der Hüter eines endlosen Jahres. Der Torhüter von Real Madrid führt die europäische Rangliste der Paraden mit 174 Eingriffen im Jahr 2025 an. Real Madrid wird das Jahr ohne Titel beenden. Eine bittere Realität, eiskalt und ungewöhnlich für den Verein. Diese Tatsache zwingt sie, Bilanz zu ziehen und alles, was 2025 geschah, Revue passieren zu lassen. Sie veranlassten sie auch, sich zu fragen, welche Faktoren ein komplettes Scheitern verhindert haben. Einer davon ist Thibaut Courtois. Der Belgier hat das Jahr aus seinem gewohnten Tor verfolgt, ein Ort, der mehr Gäste als erwartet empfang, den er aber makellos verteidigt hat. Angesichts einer Abwehr, die ständigen Umstellungen, Anpassungen und Ausfällen ausgesetzt war, wurde sein Tor zum letzten Ankerpunkt der Stabilität. An entspannte Spiele kann man sich kaum erinnern. Es gab lange Nächte mit unaufhörlichen Schüssen und besorgniserregende Konzentrationsschwächen. Und dennoch antwortete Courtois diesmal mit 174 Paraden, die ihn zu den besten Torhütern Europas zählen lassen. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber das Wichtigste haben wir ja schon gehört. 174 Paraden. Über was reden wir hier? Also ich sage jetzt nicht, dass jede Parade eine 100%ige Torchance war, aber auf der anderen Seite des Feldes feiern wir einen Kylian Mbappé, weil der 59 Tore gemacht hat. Und auf der Seite haben wir einen Monster mit 174 Paraden. Ja, also diese Zahl ist überragend und diese Zahl macht meiner Meinung nach 2 Sachen ziemlich deutlich. Nummer 1, wir haben den besten Torhüter der Welt. Was der da leistet, ist nicht normal. Auf der anderen Seite ist diese Zahl, 174,
ein Armutszeugnis für Real Madrid 2025. Eine Mannschaft wie Real Madrid, wie peinlich ist das denn? Und ich finde es auch zu einfach, wir können es uns nicht so einfach machen und zu sagen, ja, die ganze Abwehr war verletzt, etc. Wir alle wissen ganz genau, wie 2025 aussah. Heutzutage fängt die Abwehr nicht mit den letzten 4 an, sondern vorne im Sturm. Und wie oft haben wir unter Carlo Ancelotti gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir einen Vini, einen Mbappé, einen Rodrigo und einen Bellingham da vorne rumstehen haben, die Meter nicht nach hinten machen, die Meter, die wehtun, die Meter, die unter anderem die Torchancen des Gegners verhindern würden. Ja, und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ein Xabi Alonso wieder in diese gleiche Falle tappt. Also meiner Meinung nach kannst du nicht mit diesen 4 parallel spielen. Das hat letztes Jahr unter Carlo Ancelotti bewiesen. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite freue ich mich für den Belgier. Ich habe gesagt, dieser Typ, der verdient eine Statue vor dem Santiago Bernabéu. Auf der anderen Seite ist es erschreckend, wie schlecht Real Madrid letztes Jahr war, wenn einem diese Zahl vor Augen geführt hat. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, Thibaut Courtois, für mich eine absolute Legende. Und bleiben wir mal bei Legenden des Madridismus. Kommen wir zu einer Legende, und zwar der von Toni Kroos. Und Toni Kroos ist immer schon ein Spieler, der mich fasziniert hat. Und zwar, wenn man Toni Kroos sieht, da siehst du keinen Spieler oder keinen Menschen, wo du denkst, schau dir den an, der sieht aus wie ein Schrank oder was auch immer. Natürlich ist der Profisportler. Im Gegenteil. Wenn es nach der Natur gehen würde, der war, glaube ich, nie der Schnellste, nie der Kopfballstärkste, nie der beste Dribbler, also nie der Schnellste. Im Gegenteil, ich sage ja sogar einer der langsamsten Spieler wahrscheinlich in der Geschichte von Real Madrid. Aber trotzdem hat er aus dem, was die Natur ihm gegeben hat, aus seinen Voraussetzungen, das Beste rausgeholt. So viel rausgeholt, dass er für mich einer der besten Mittelfeldspieler war, den ich je gesehen habe. Was für ein Spieler. Ja, und wenn dieser Spieler, Toni Kroos, sich über Real Madrid äußert, sollten wir zuhören. Denn Toni Kroos hat dazu noch einen Charakter, ja, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Ich bin fast immer seiner Meinung. Ja, hören wir uns mal ein, wie er die Situation von Xabi Alonso einschätzt, in einem Interview, das er gegeben hat mit Romario, dem brasilianischen Stürmer. Ja, der interviewt jetzt Spieler. Hören wir uns das einmal an. Xabi Alonso hat in letzter Zeit viel Kritik einstecken müssen. Wie bewertest du seine Arbeit als Trainer? Also ich glaube wirklich, dass das Schwierigste, was man als Trainer erleben kann, tatsächlich darin besteht, in Madrid zu trainieren. Das ist wirklich nicht einfach, vor allem nach. Ist der Druck anders als in Leverkusen? Auf jeden Fall. Sehr? Auf jeden Fall, denn hier kann es passieren, dass du Spiele gewinnst, aber trotzdem niemand zufrieden ist. Es gibt nur wenige Vereine, bei denen das so ist. Und klar und umgekehrt, wenn du dann unentschieden spielst oder verlierst, was in letzter Zeit manchmal passiert ist, sind die Reaktionen anders, weil der Verein ist das nicht gewohnt. Und hier kommt die Kritik sehr schnell. Du hast als Trainer sehr wenig Zeit, um etwas aufzubauen, weißt du. Du kannst nicht an mein Projekt Madrid denken. So will ich, dass wir in 1 oder 2 Jahren spielen. Das kannst du im Kopf haben, aber du brauchst immer Ergebnisse und zwar sofort. Es gibt also wenig Zeit, aber ich bin überzeugt, dass Xavi ein sehr guter Trainer ist und dass er die Qualität hat, Madrid zu trainieren. Da gibt es gar keinen Zweifel. Aber ich glaube, wir alle wissen, was Madrid bedeutet und gerade er, da er hier gespielt hat, er kennt den Verein. Er ist sich dessen sehr bewusst. Klar. Er kennt den Verein perfekt, also und er wusste schon vorher, bevor er hier unterschrieben hat, was passieren könnte. Also, aber ich glaube, man muss ihm Zeit geben, man muss ruhig bleiben, aber klar, das sind Dinge, die in Madrid sehr schwierig sind. Ja, ich sag ja, ich bin fast immer einer Meinung mit Toni Kroos und in diesem Fall ist das nicht anders. Ich sehe das genauso wie er. Real Madrid ist nun mal mit Abstand der schwerste Trainerposten in der Welt des Fußballs. Wir erwarten von einem Trainer bei Real Madrid, vor allem von dem Xabi Alonso, dass der alles verändert, was ein Carlo Ancelotti in den letzten Jahren hat schleifen lassen. In den letzten Jahren, die Spieler haben sich nun mal an diese Vorzüge gewohnt. Hier und da mal einen Tag länger Urlaub, ein bisschen weniger Training, ruhig auch mal noch mal einen Tag länger bei Ibiza. Ja, und wir verlangen,
dass Xabi Alonso aus diesen Jungs, die diese Vorzüge gewohnt sind, Arbeitstiere macht, die 90 Minuten den modernen Fußball leben, pressen, aggressiv sind etc. pp. Und das Ganze bitte innerhalb von 2 Wochen. Denn Real Madrid ist keine Mannschaft, wo du sagen kannst, mein Projekt dauert 2-3 Jahre. Das kannst du dir bei Real Madrid nicht erlauben. Aber es ist nun mal unmöglich. Selbst ein Xabi Alonso, der meiner Meinung nach der beste Trainer ist zurzeit in der Welt des Fußballs auf dem Transfermarkt, wenn ihr Xabi Alonso feuern würdet, wen holt man denn da als Ersatz? Es gibt keinen, der auf dessen Niveau ist. Und wir erwarten von ihm etwas Unmögliches. Du kannst nicht das Gesicht einer Mannschaft um 180 Grad wenden in 2-3 Wochen. Das braucht nun mal seine Zeit. Also da möchte ich einen Xabi Alonso in Schutz nehmen und sehe das wie in Toni Kroos. Und zwar dieser Mann, der kann Real Madrid zum Erfolg führen. Allerdings, und das habe ich einige Male auf dem Kanal gesagt und ich sage es immer wieder, ich gehe den Weg mit einem Xabi Alonso. Ich akzeptiere das sogar, wenn wir dieses Jahr keinen Titel holen. Aber nur, wenn ich auch Xabi Alonso als Trainer bekomme. Den Fußball von Xabi Alonso. Eine Mannschaft, die sich zerreißt. Und wenn ein Vinny, ein Rodrigo, ein Mbappé von mir aus oder ein Bellingham, wer auch immer, wenn die keinen Bock haben, sich zu zerreißen, dann holt ihr Jungs von Real Madrid Castilla. Oder schau auf den Transfermarkt, ob du irgendjemanden bekommst, der wahrscheinlich nicht annähernd so viel Talent hat wie die 4 Spieler, aber der deinen Weg geht. Lass einen Franco Mastantuono spielen, lass einen Gonzalo spielen. Lass einfach die spielen, die dein Konzept leben. Und glaub mir, das schaut sich ein Vini 3-4 Wochen an und irgendwann erkennt er, Scheiße, entweder ich spiele den Fußball, den ein Xabi Alonso möchte, oder ich kann mir einen neuen Verein suchen. Und wenn eine Mannschaft das Konzept von Xabi Alonso spielt, dann stehe ich komplett hinter dieser Mannschaft. Dann identifiziere ich mich mit dieser Mannschaft und dann könnte ich sogar eine Saison auf Titel verzichten. Auch ein José Mourinho hat in seinem ersten Jahr keinen Erfolg gehabt. Im zweiten Jahr hat er die Liga der Rekorde gebrochen. Also, ich bin für Vertrauen in Xabi Alonso, aber er muss endlich wieder er selber sein. Das ist meine Meinung. Ja, und zu guter Letzt hatte ich euch versprochen, es gab Transfergerüchte ohne Ende. Das ist immer so bei Real Madrid. Dieses Jahr ist es extrem viel. Logischerweise bei Madrid läuft es nicht gut. Ja, aber Real Madrid hat so ein bisschen die Faxendicke, denn Real Madrid wird immer wieder ausgenutzt, damit Spieler bessere Verträge kriegen. Die Agenten, die wissen, wie die ihren Job zu machen haben und die wissen ganz genau, wenn der Name Real Madrid fällt, dann werden alle anderen Vereine hellhörig. Ja, es gibt einen sehr interessanten Artikel von José Félix Díaz, dem Direktor vom AS. Lese uns den zusammen einmal durch. Real Madrid hat die Nase voll von Auktionen. Der Verein will sich nicht an den Marketing beteiligen, das üblicherweise um Spieler mit auslaufenden Verträgen herum stattfindet. Die Devise ist klar, absolute Stille. Da das Transferfenster laut Quellen aus Valdebebas bis Juni geschlossen ist, konzentriert sich Real Madrid bei seinen Transferaktivitäten auf den kommenden Sommer und setzt damit den Trend der letzten Jahre fort, Spieler mit auslaufenden Verträgen zu verpflichten. Das Problem, viele Berater und Spieler versuchen von diesem Trend zu profitieren. Konaté, Upamecano und Ruben Neves, sie alle haben einiges gemeinsam. Zum einen laufen ihre Verträge bei ihren jeweiligen Vereinen am 30. Juni aus. Zum anderen wurden alle 3 in den letzten Wochen Real Madrid angeboten. Die beiden Innenverteidiger und der Mittelfeldspieler von Al-Hilal. Und schließlich wurden alle 3 vom spanischen Club abgelehnt. Doch sie nutzten die Situation, um ihren Namen in den Medien zu präsentieren und mit Real Madrid in Verbindung gebracht zu werden. Real Madrid verfolgt in den letzten Jahren zwar die Strategie, Spieler mit auslaufenden Verträgen zu verpflichten, doch das bedeutet nicht, dass sie an jedem Spieler mit einem solchen Vertrag interessiert sind. Berater nutzen solche Situationen aus, um ein günstiges Umfeld zu schaffen und befeuert durch das vermeintliche Interesse von Real Madrid einen besseren Verein zu finden. Wie es vor gut einem Jahr bei Alphonso Davies der Fall war. Ja, wie gesagt, ihr habt es selber gehört, Real Madrid werden immer wieder Spieler angeboten. Real Madrid muss natürlich da aussieben. Ja, und auf der einen Seite, ja, zahlt Real Madrid ein bisschen den Preis dafür, dass durch die Transferstrategie in den letzten Jahren.
Und natürlich den Preis dafür, dass wir der beste Verein der Welt sind. Es ist klar, wenn Real Madrid auf einmal unter den Interessenten ist. Wir haben das bei Alphonso Davies gesehen, bei Kimmich, bei Upamecano wahrscheinlich genauso. Zum Beispiel, die Bayern sind ein gutes Beispiel. Wenn die hören, oh Gott, da könnte jemand gratis nach Madrid gehen, zum größten Konkurrent in der Welt des Fußballs. Wir wollen keinen zweiten Fall David Alaba oder Toni Kroos oder was auch immer. Natürlich bieten die dann vielleicht die 1 oder andere Million mehr und das nutzen die Berater aus. Das ist der Preis, den du zahlen musst, wenn du Real Madrid heißt. Auf der anderen Seite hat Real Madrid davon aber auch profitiert. Weil wir Real Madrid sind, haben wir Spieler wie ein Kylian Mbappé, ein Trent Alexander-Arnold, ein Alaba, ein Rüdiger, haben wir die ohne Ablösesumme bekommen. Aufgepasst, Ablösesumme bedeutet nicht, dass wir die gratis bekommen haben. Solche Spieler lassen sich natürlich ein gutes Handgeld dafür bezahlen, dass die dass die gratis wechseln dürfen, gratis. Naja, aber ja, Real Madrid hat auf der einen Seite sehr viel davon profitiert. Dann können wir uns jetzt nicht beschweren, wenn wir da auch den einen oder anderen Nachteil haben. So sehe ich das. Ja, und José Félix Díaz hat das Ganze auch nochmal gut zusammengefasst. Hören wir da zusammen einmal rein. Nun, die Geschichte wiederholt sich. Transferfenster für Transferfenster ist Real Madrid Gegenstand von, nun ja, oder besser gesagt das Ziel von vielen Gerüchten über mögliche Transfers. Ich meine Spieler, deren Verträge auslaufen, Spieler, die einen besseren Vertrag wollen. Nun, der Fall von Rubén Neves ist der jüngste. Er steht kurz davor, bei Al-Hilal zu verlängern, obwohl es einen Tag zuvor hieß, seine Zukunft liege bei Real Madrid. Und nun, die Realität ist, dass Real Madrid in diesem Wintertransferfenster anscheinend keinen Zug machen wird. Sicher, solange die Transfermärkte nicht geschlossen sind, muss man immer aufmerksam sein, so wie es Real Madrid ist. Aber der ursprüngliche Plan ist, dass die Ankunft von Endrick der einzige Transfer sein wird, der bei den Blancos stattfindet. Denken Sie nicht an wichtige Transfers für den Kader, denn Real Madrid ist der Meinung, einen ausreichenden Kader zu haben, um die Titel zu kämpfen. Wir werden sehen, ob das stimmt, ob am Ende in Sachen Transfers alles unter Kontrolle und ruhig bleibt. Aber was wir Ihnen sagen können, ist, dass es weitere Gerüchte geben wird. Warum? Weil die Berater daran interessiert sind, dass der Marktwert ihrer Spieler steigt. Und was wäre da besser, als Real Madrid zu benutzen? Ja, wie ihr gehört habt, das Konzept Real Madrid, absolute Stille. Die werden jetzt nicht jedes Transfergerücht kommentieren. Für uns, die wir Inhalte von Real Madrid machen, ist das schon ein bisschen kompliziert. Man muss schauen, wo kommt dieses Transfergerücht her? Welche Quelle gibt das? Streut das vielleicht ein Berater? Ich versuche euch diese Informationen immer zu geben und die einzuordnen. Ja, so wie ich das letztens gemacht habe bei dem Vitinha, wo ich gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen etc. Aber ich gebe euch die Informationen natürlich weiter. Am Ende kommt sowas doch und am Ende heißt es, Mario, du hast uns darüber nicht informiert. Nein, also das ist klar. Aber er hat auch klar gemacht, Real Madrid hat prinzipiell nicht vor, in diesem Wintertransfermarkt noch aktiv zu sein. Der einzige Transfer, der vonstatten gegangen ist, ist der von Endrick, den ich nicht verstehen kann, aber das ist ein anderes Thema. Real Madrid hat prinzipiell nicht vor, noch was zu machen, aber es könnte sich natürlich eine Chance am Markt ergeben. Ich spontan denke an einen Franco Mastantuono. Letzte Saison hatte Madrid ihn, glaube ich, gar nicht vor, im Sommer zu holen. Aber als er kurz davor war, nach Paris zu gehen, hat Real Madrid die Mechanismen angeworfen, um so ein Talent nicht zu verlieren. Vielleicht kann bei Kees Smith genau das Gleiche passieren, wenn der auf einmal kurz davor stehen würde, bei Manchester City, Barcelona, wo auch immer zu unterschreiben. Könnte ich mir vorstellen, dass Real Madrid sagt, wir wollen den nicht verlieren, vielleicht greifen wir da doch nochmal an. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, Real Madrid wird eher ein ruhigeres Transferfenster haben. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Bin ich auch direkt gespannt, was eure Meinung zu diesem Video ist. Lasst, wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da, teilt dieses Video da, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann seid ihr noch unter den ersten 20.000 und ich wäre euch sehr dankbar. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hallo Marie!